Wir nähern uns eine Buche nach dem Schnitt von Sarah Firstfield Teil 2. Herzlich willkommen, hier ist Alfred Schandmaul auf Kabau TV und ja, wir sind hier beim zweiten Teil, dem Zuschnitt der Buche. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, schaut einfach in die Playliste Wir nähen uns... Was brauche ich also, um einen Stoff zuzuschneiden? In erster Linie natürlich den Stoff. Des Weiteren eine Schere, sonst ist es ja kein Zuschnitt. Des Weiteren das Maßband, weil die Maße haben wir schon beim letzten Mal genommen, aber wir müssen sie ja übertragen auf den Stoff. Und zum Übertragen auf den Stoff haben wir hier noch eine Nähkreide. Die sollte natürlich nicht dieselbe Farbe haben wie der Stoff, sondern man soll sie sehen können. Wir haben natürlich weißes Leinen für die Buche. Und da nehmen wir eine rote Nähkreide. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, eine blaue zu nehmen. Gelb zum Beispiel sieht man dann schon wieder schlechter auf dem weißen Stoff. Zum Stoff möchte ich noch sagen, Leinenbindung ist eine Webart, die auch bei anderen Stoffarten außer bei Leinen vorkommen kann. Es gibt auch Wollstoffe in Leinenbindung, das ist nicht zu vergleichen. Also wir nehmen wirklich Leinen, wie ihr das von Bettlaken oder Ähnlichem vielleicht kennen könntet. Ja, des Weiteren gibt es beim Zuschnitt immer das Problem, dass es bei dem Stoff oft eine rechte oder eine linke Seite gibt. Die rechte Seite ist halt die Vorderseite, die linke Seite ist das, was dann innen zu liegen kommen sollte. Und ja, bei diesem Leinenstoff haben wir das glücklicherweise nicht. Das heißt, es ist relativ egal, wie wir die Sachen zuschneiden. Natürlich ist dann auch wichtig, ob der Stoffverlauf immer in dieselbe Richtung zeigt. Nicht, dass man einmal gerade und einmal schief schneidet, weil es ist beim Stoff so, man hat eine Webrichtung, das heißt, es ist hier so rautenförmig, also in die Richtung. Sobald du es so hast, dehnt sich der Stoff in eine andere Richtung. Das kann ein bisschen tricky werden. Also schaut drauf, dass alles einigermaßen in dieselbe Richtung geht. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Außer an Stellen, wo ihr natürlich wollt, dass es so einen Dehneffekt gibt. Wie zum Beispiel beim Einsatz von Geren. Ja, gehen wir es an. Also, was ich beim letzten Video nicht dazu gesagt habe, ist, dass dieser Stoff eine Stoffbreite von 1,50 Meter hat, was für meine geringe Größe ideal ist. Bei Sarah Firstfield wird es angegeben mit 1,70 die Breite, die ihr vom Stoff braucht. Es kann natürlich sein, dass ihr auch mit meiner Länge zurechtkommt. Ich messe jetzt hier diese 90 cm ab, die ich beim letzten Mal gebraucht habe, also um meinen Oberschenkel zu kommen, plus natürlich die Nahtzugabe und dass es noch ein bisschen Luft hat. Da bin ich ungefähr hier bei 90 cm. Da kann man jetzt entweder gleich schneiden oder mit der Nähkreide eine Markierung machen. Die Markierung hat natürlich den Vorteil, dass man notfalls nochmal kurz nachmessen kann, ob es passt. Und so wie ich das sehe, passt das. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ja, und zwar ich schneide hier ein und reiße es einfach entlang des Fadenverlaufs oder ich messe es genau ab mit einer Leiste, zeichne es mir an und schneide dann. Übrigens, dieser Stoff ist vorgewaschen auf mindestens 60 Grad. Man kann es auch Kochwäsche machen. Es wird natürlich dann ein bisschen einspringen. Das heißt, der Stoff wird kleiner. Ich schneide jetzt hier kurz ein. So, an dieser Stelle werde ich versuchen zu reißen. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass das vorgewaschen wird, sonst ist nach dem ersten Mal waschen, wenn das alles genäht ist, einfach plötzlich Kinderklamotte und ihr wollt nicht so viel Arbeit investieren und dann nichts davon haben. Also ich habe ein Stück eingeschnitten und das wird jetzt gerissen. Das ist nicht elegant, ja, aber ihr seid entlang vom Fadenverlauf. Das heißt, es wird garantiert eine ganz gerade Linie. Ich habe Frauen gesehen, die wirklich lange Arme haben, die machen das nicht so oft wie ich. So, und hier haben wir dann ein 90 cm Stück, das 1,50 lang ist. Das wird mein Beinteil. So. Das nächste, was wir brauchen, ist der Bund. Der Bund hat 1,50 bei mir, weil ich so dick bin. Das heißt also, ideal bei der Stoffbreite von 1,50. Also so wenig ideal meine Figur für viele Situationen des Lebens ist, so ideal ist sie teilweise bei der Verwendung von Stoffen.
Ja, es ist auch früher im Mittelalter immer dafür gesorgt worden, dass man so wenig Verschnitt wie möglich hat. Und jetzt nehme ich da meine 15 cm. Diesmal mache ich jetzt nicht eine Markierung mit der Nähkreide, sondern schneide einfach gleich ein. So. Und reiße mir diesen 15 cm Streifen auch runter. Damit habe ich den Bund auch schon sozusagen zugeschnitten. In diesem Fall ist es eigentlich zugerissen, aber wir werden sprachlich kleinlich sein. So. Ja, und dann fehlen uns nur noch die Einsätze, die Gehren. Und da nehmen wir wieder unsere Stoffbreite von 1,50. Wir haben gesagt, 25 cm soll so eine Gere sein. Also aufgrund meiner Stärke, sprich, weil ich halt sehr kugelig bin, brauche ich ein bisschen mehr Einsatz an Stoff, damit bei mir dann Popo und alles reinpasst. Ne? Habe ich Popo gesagt. Herrlich unmännlich. Aber ich muss nicht männlich sein, ich muss nähen. Da kann man sich sowas leisten. Ja, also ich messe mir einfach mal hier 25 cm ab. Wenn ich diese 25 cm grob habe, ist es wieder ein kurzer Schnitt. Und dann reiße ich mir diesen 25 cm Streifen runter. Da fragt man sich, warum denn so viel? Erstens, wenn ich jetzt aus dem ganzen Stoff nachher noch weitere Buchen zuschneiden will, stört es mich, wenn ich jetzt irgendwie das verschachtelt abschneide. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist noch viel wichtiger. Bei 1,50 mal 25 cm kriege ich hier 6 Quadrate raus. Und das heißt, ich könnte für 6 Buchen die Einsätze mit diesem einen Stoffstreifen machen. Jetzt brauche ich noch einmal die 25 cm, die ich mir abmesse. So. Da schneide ich wieder ein. Und dann reißen wir das auch nochmal. Die überstehenden Fäden ein bisschen abschneiden. Das hier kann man später weiterverwenden. Ich weiß, schön arbeite ich im Moment nicht, aber dafür geht es schnell, ja. Und ehrlich, ihr wollt nicht ewig dran rumwursteln, ja. Vor allem also Klamotten, die wirklich aus so wenigen recht geraden Teilen bestehen, da braucht man nicht päpstlicher sein wie der Papst, ja. Es muss einfach passen und es wird einfach passend gemacht. Jetzt lege ich das zu einem Dreieck zusammen. Auch hier muss ich jetzt nicht unbedingt großartig rumtun mit Bügeleisen oder so. Das kann man mit einem Fingernagel machen. Wir wollen eine schöne Kante haben, an der wir nachher entlang schneiden können, die vom einen Spitz zum anderen geht. Was ihr machen könnt, ich habe hier die Nähkreide, ist natürlich, ihr könnt nochmal entlang dieser Kante fahren. Dann färbt ihr sie nochmal ein. Für alle, die jetzt wirklich extrem sicher gehen wollen. Die Kreide wäscht sich sowieso wieder raus, ja. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen martialisch aus, aber denkt dran, ich arbeite lieber ein bisschen schnell. Wir brauchen nachher echt Ewigkeiten mit dem Handnähen, ja. Jetzt klappe ich das einfach auseinander und ihr seht ziemlich deutlich, wo ich schneiden muss. Weil in der Diagonale kann man nicht reißen, da muss ich wirklich schneiden. Wenn ihr jetzt eine Schneiderschere verwendet, die hat eine viel längere Schneide, geht das relativ flott. So muss ich ein bisschen öfters schneiden, aber das ist nicht so schlimm. Und ja, ich schneide jetzt einfach entlang der Kante. Diese Schere ist übrigens eine Produkthilfe von W.H. Mercatus. W.H. Mercatus ist ein Stand, der halt Reenactment-Bedarf hat. Gibt es auch online. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, mit einer Schneiderschere würde das jetzt bedeutend schneller gehen, aber stellt euch einfach mal vor, ihr würdet das am Lager machen. Weil viele die Leute, die im Lager sitzen und so eine Art Schaulager betreiben, haben das Problem, was mache ich die ganze Zeit im Lager, ja? Also die ganze Zeit aufs Handy gucken ist keine Option, weil
Handys gab es im Mittelalter halt noch nicht so, was klar sein sollte. Und da hat man dann halt das Problem, irgendwie brauchst du eine Beschäftigung. Und wenn du nähen willst, ist halt das Problem, wenn du die ganzen modernen Geräte nimmst, das sieht jeder, dass das Zeugs modern ist. Also versuche ich natürlich, möglichst mich an Dinge zu halten, die entsprechend ein historisches Vorbild haben. Also ich mache ja auch meine Bronzenähnnadeln selber. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie mache ich mir eine Bronzenähnadel. Also da könnt ihr auch einfach nachgucken. Und ich werde es auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich gebe zu, es gibt auch längere Scheren für mittelalterliche Anwendungen. Die schauen witzigerweise eher so wie Schafscheren aus, funktionieren aber auch ganz gut, kriegt man aber jetzt nicht sehr häufig. Das hier ist jetzt eine geschmiedete, die auch diversen mittelalterlichen Vorlagen entspricht. Ich habe auch ein Video über Scheren schon gemacht. Also ist unglaublich, über was ich schon alles Videos gemacht habe. Ja, jetzt habe ich die 2 Dreiecke und im Endeffekt war es das. Wir haben jetzt unsere seitlichen Einsätze, das sind die beiden Dreiecke. Wir haben diese Länge, den Bund, der wird dann nachher einmal zusammengelegt. Das ist halt das, was sozusagen nachher den Gürtel oder die Kordel fassen wird. Das geht dann einmal um den Bauch rum. Und den Beinteil, der wird auch nachher entlang der kürzeren Seite einmal zusammengeschlagen. Ist dann der Teil der Jean-Claude Van Damme Unterhose. Deswegen, weil eben im Spagat geschnitten. Der Bund wird oben aufgesetzt, links und rechts die Gehern rein und das war's dann auch schon. Das heißt, mit einer Maschine sind eigentlich nur gerade Nähte, seid ihr total schnell drüber. Ich werde nicht zeigen, wie man es mit der Maschine näht. Dafür gibt es jede Menge Tutorials, zum Beispiel der Kanal Einfach Nähen sei da genannt. Da kriegt ihr unheimlich viele Tipps, wie ihr mit der Maschine nähen könnt. Wir hier werden per Hand nähen und das werdet ihr dann ab dem nächsten Video sehen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann gebt mir doch ein Abo. Vergesst nicht auch, mir eins auf die Glocke zu geben. Und natürlich freue ich mich über jeden Daumen nach oben und vor allem Kommentare. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, Mann, hat der gemetzgert, das kann man schöner auch machen, könnt ihr mir das gerne schreiben. Wenn ihr sagt so, wow, das geht aber schnell, könnt ihr mir das auch schreiben. Mir hat es gefallen, für euch ein Video zu machen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann. Bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf.